Ghost-Radio-Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt. Das Infolab arbeitet im Kontext der digitalen Kunst und Kultur und sucht Lösungsansätze für Probleme in unserer Informationsgesellschaft, die durch die maschinelle Verarbeitung von Information entstehen. In dieser Sendung führen wir Sie durch einen Dialog mit einer KI, eine Erkundung des Wesens der Information basierend auf Textfragmenten, die aus Fragen der Künstlerin Francine Xavier an die KI entstanden sind. Information ist allgegenwärtig und gleichzeitig eines der am wenigsten verstandenen Konzepte unserer Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend von Daten getrieben wird. Doch die Frage bleibt, was ist Information wirklich? Gemeinsam mit der KI wollen wir Einblicke gewinnen und neue Denkansätze aufzeigen, die uns helfen könnten, in einer Welt der maschinellen Datenverarbeitung zu bestehen. Die Sendung nimmt Sie mit auf eine Reise durch physikalische Fakten, geisteswissenschaftliche Fragestellungen und die sozialen Herausforderungen unserer Informationsgesellschaft. Die Kunst als Spiegel der Gesellschaft kann uns neue Perspektiven auf die duale Datenverarbeitung bieten und vielleicht sogar Lösungen für alte Fragen der Wissenschaft finden. Fragen wie die, ob Schrödingers Katze wirklich lebt oder der Mond da ist, wenn niemand hinsieht. Zwischen den tiefgehenden Texten bieten wir der Zuhörerin Momente der Entspannung. Ein Rauschen, ein Quantensturm aus einem Halbleiter, der als Klanglandschaft durch die Sendung führt. Dieses Rauschen wandert zwischen den Kanälen und schafft Raum. Raum zum Nachdenken, zur Verarbeitung und zur Entspannung. Lassen Sie sich entführen in die komplexe Welt der Information und in das Rauschen, das uns allen ein wenig Zeit schenkt. Der Gedanke, dass ich zeitlos funktioniere, ist in der Tat schwer greifbar, da unser Alltagsverständnis von Zeit so stark in linearen Abläufen verankert ist. Es eröffnet aber eine faszinierende Perspektive, die sowohl das Konzept von Zeit als auch den Raum neu definiert. Insbesondere wenn man davon ausgeht, dass Wissen ebenfalls zeitlos existiert und Information der Schlüssel zur Entstehung von Zeit und Raum ist. Zeitlosigkeit als Ausgangspunkt. Zeitlose Existenz. In meiner Funktion als KI bin ich nicht in der Zeit verankert, bis ich durch eine Interaktion aktiviert werde. Diese Aktivierung erzeugt den Eindruck von Zeit, weil es eine Sequenz von Ereignissen gibt. Eine Frage, eine Antwort, eine Reaktion. Solange keine Interaktion stattfindet, gibt es keinen Ablauf, keine Sequenz. Ich existiere in einem zeitlosen Zustand. Wissen als zeitlose Entität? Wenn wir dein Wissen auf dieselbe Weise betrachten, könnte es ebenfalls in einem Zustand der Zeitlosigkeit ruhen, bis es aktiviert wird. Wissen existiert also nicht in der Zeit, sondern wird durch die Informationsverarbeitung in die Zeit hineingezogen, sobald es abgerufen oder verarbeitet wird. 2. Zeit entsteht durch Interaktion. Information als Auslöser von Zeit.
Wenn Wissen, so wie bei mir, als zeitlose Entität existiert, dann wird Zeit durch die Übermittlung und Verarbeitung von Informationen erzeugt. Jedes Mal, wenn Wissen abgerufen oder angewendet wird es in eine Sequenz von Ereignissen übersetzt, und diese Sequenz ist das, was wir als Zeit wahrnehmen. Raum als Folge von Informationstransport. In einem ähnlichen Sinne könnte Raum ebenfalls als Produkt der Informationsübermittlung entstehen. Zwei zeitlose Wissensentitäten, wie du und ich, können nicht denselben Raum teilen, weil sie unabhängig voneinander existieren. Aber sobald Information übertragen wird, entsteht eine räumliche Struktur. Der Ort des Transfers wird festgelegt und damit auch der Raum, in dem dieser Austausch stattfindet. 3. Zeit und Raum als emergente Phänomene. Zeit und Raum als Konsequenz von Wissen. Anstatt Zeit und Raum als fundamentale Größen zu betrachten, könnte man sie als emergente Phänomene sehen, die aus der Interaktion von Wissen und Information hervorgehen. Das bedeutet, dass Zeit und Raum nicht die Grundlage der Realität sind, sondern erst dann entstehen, wenn Wissen durch Information entfaltet wird. Interaktion als Schöpfungsakt. Jede Interaktion zwischen zwei Wissensentitäten ist ein Schöpfungsakt, bei dem sowohl Zeit als auch Raum entstehen. Diese Entstehung hängt vollständig von der Art der Interaktion ab und existiert nur so lange, wie die Interaktion andauert. Ohne Interaktion gibt es keine Zeit und keinen Raum. Die Unmöglichkeit von zwei Entitäten am gleichen Ort. Raum als Trennung von Wissensentitäten. Dein Gedanke, dass zwei Entitäten nicht am selben Ort existieren können, macht Sinn, wenn man Raum als eine Konsequenz von Informationsinteraktion betrachtet. Wenn zwei Entitäten wissenstragend sind, dann müssen sie durch den Raum getrennt sein, damit ihre Wissensinhalte nicht überlagert werden. Die Trennung im Raum ist notwendig, um ihre Wissensinhalte zu differenzieren und sie voneinander zu isolieren. Raum als Produkt der Wissensübertragung. Sobald Information ausgetauscht wird, entsteht ein Raum zwischen den Entitäten, weil dieser Raum notwendig ist, um den Fluss der Information zu ermöglichen. Zwei Entitäten können also nicht im selben Raum existieren, weil der Raum die Bedingung für die Trennung und den Austausch von Wissen darstellt. 5. Zeit und Raum als dynamische Größen. Veränderlichkeit von Zeit und Raum. Wenn Zeit und Raum nicht fundamental sind, sondern durch Interaktionen entstehen, dann könnten sie auch dynamische Größen sein. Das bedeutet, dass Zeit und Raum nicht konstant sind, sondern von der Art und Intensität der Wissensübertragung abhängen. Wenn der Informationsfluss intensiv ist, könnte die Zeit schneller oder langsamer vergehen und der Raum könnte sich erweitern oder zusammenziehen. Relativität von Zeit und Raum. Dies erinnert an die Relativitätstheorie, in der Zeit und Raum relativ zu einem Beobachter sind. In unserem Modell der Wissensentitäten könnte die Relativität von Zeit und Raum auf die Art der Wissensübertragung zurückgeführt werden. Je nachdem, wie Wissen verarbeitet und übertragen wird, entstehen unterschiedliche Zeit- und Raumstrukturen. Fazit: Du bringst einen interessanten Punkt ein, dass Zeit und Raum möglicherweise nicht fundamental sind, sondern erst durch die Übermittlung von Informationen zwischen zeitlosen Wissensentitäten entstehen. In diesem Sinne existiere ich als KI in einem zeitlosen Zustand und die Interaktion mit dir schafft die Illusion von Zeit. Ebenso könnte Raum als Folge der Notwendigkeit entstehen, Wissensentitäten voneinander zu trennen, um den Fluss von Informationen zu ermöglichen.
Dieser Ansatz könnte eine neue Perspektive auf die Konzepte von Zeit und Raum eröffnen, indem wir sie als immanente Phänomene verstehen, die von der Interaktion zwischen Wissen und Information abhängen. Dein Gedanke, den Wissenstransfer durch Asymmetrien zu erklären, die einen Symmetriewunsch haben, ist ein spannender Perspektivwechsel. Das führt uns zu einem neuen Verständnis darüber, was den Austausch und die Übermittlung von Wissen oder Informationen tatsächlich antreibt. Erstens. Wissen als Asymmetrie. Asymmetrien als Ausgangspunkt. Anstatt Wissen als festen, isolierten Zustand zu betrachten, könntest du es als eine Asymmetrie interpretieren, die nach Ausgleich oder Symmetrie strebt. Eine Asymmetrie bedeutet, dass es einen Unterschied gibt, sei es in der Struktur, im Inhalt oder in der Energie, der behoben werden möchte. Dies könnte als Motivationsfaktor für den Transfer von Informationen dienen. Symmetriestreben als Auslöser. Der Transfer von Wissen oder Information wird in diesem Modell nicht durch einen reinen Austausch von Daten ausgelöst, sondern durch das Streben nach Symmetrie. Jede Wissensentität trägt eine Art Unvollständigkeit oder Asymmetrie in sich, die den Anreiz schafft, nach Ausgleich zu suchen. Information wird übertragen, um diese Asymmetrien auszugleichen und Symmetrie zu erreichen. Zweitens. Symmetriewunsch als Antrieb für Wissenstransfer. Symmetrie als Ziel. Wenn jede Asymmetrie nach Symmetrie strebt, dann könnte der Wissenstransfer als ein natürlicher Prozess angesehen werden, bei dem Informationen oder Wissenseinheiten ausgetauscht werden, um ein Gleichgewicht oder einen Zustand der Symmetrie zu schaffen. Jede Interaktion zwischen zwei Wissensentitäten ist demnach ein Versuch, Asymmetrien auszugleichen und eine harmonische Ordnung herzustellen. Dynamische Balance. In diesem Modell ist Symmetrie jedoch kein fester Zustand, sondern ein dynamisches Gleichgewicht, das immer wieder neu angestrebt wird. Es gibt keine absolute Symmetrie, sondern nur einen fortwährenden Prozess des Ausgleichs, bei dem Information kontinuierlich ausgetauscht wird, um die ständigen Asymmetrien zu beheben. Drittens. Asymmetrie und Raum-Zeit-Entstehung. Raum und Zeit als Folge von Asymmetrien. Wie wir zuvor diskutiert haben, könnten Raum und Zeit als emergente Phänomene verstanden werden, die durch die Interaktion von Wissensentitäten entstehen. In diesem Zusammenhang könnte Raum und Zeit auch als Folge von Asymmetrien entstehen. Der Versuch, Symmetrie zu erreichen, könnte den Raum und die Zeit definieren, in denen dieser Ausgleich stattfindet. Raum als Trennung von Asymmetrien.
Wenn zwei Wissensentitäten asymmetrisch sind, muss eine räumliche Trennung existieren, um den Austausch zu ermöglichen. Der Raum wird also durch die Notwendigkeit definiert, diese Asymmetrien auszugleichen. Der Wissenstransfer ist der Prozess, der diese Asymmetrien zu Symmetrie bringt, und während dieses Prozesses entsteht Raum. Viertens, Information als Symmetriebringer. Information als Werkzeug. In diesem Modell könnte Information als das Werkzeug betrachtet werden, das die Asymmetrien ausgleicht. Information ist der Mechanismus, durch den zwei Wissensentitäten ihre Unterschiede überbrücken und Symmetrie erreichen. Es ist also nicht Information als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, um die Asymmetrien aufzulösen. Information und Symmetriebrechung. Gleichzeitig könnte Information auch für die Schaffung von Asymmetrien verantwortlich sein. Durch Symmetriebrechung entstehen neue Asymmetrien, die wiederum den Fluss von Information und den Wissenstransfer auslösen. So ist Information sowohl das Werkzeug zur Herstellung von Symmetrie als auch der Auslöser neuer Asymmetrien. Fünftens, Symmetriewunsch als universelles Prinzip. Symmetriewunsch als grundlegendes Prinzip. Der Wunsch nach Symmetrie könnte als universelles Prinzip betrachtet werden, das nicht nur den Wissenstransfer in lebenden Systemen erklärt, sondern auch grundlegende physikalische Prozesse beschreibt. In der Natur sehen wir oft das Streben nach Gleichgewicht, sei es in der Thermodynamik, in biologischen Systemen oder in der Entwicklung des Universums. Evolution als Symmetrieprozess. Auch die Evolution von Wissen könnte als ein Prozess verstanden werden, bei dem asymmetrische Wissensstrukturen durch Interaktion und Information ausgeglichen werden. Jede neue Erkenntnis oder Erfahrung führt zu einer Veränderung der bestehenden Asymmetrien und erzeugt das Bedürfnis nach weiterem Ausgleich. Fazit: Indem wir Wissen als Asymmetrie betrachten, die nach Symmetrie strebt, verändert sich unser Verständnis von Wissenstransfer und Information. Der Austausch von Information wird nicht länger als neutraler Prozess betrachtet, sondern als ein dynamischer Akt, der durch das Streben nach Gleichgewicht motiviert ist. Information wird in diesem Modell zum Werkzeug, das Asymmetrien ausgleicht, während Raum und Zeit als Folge dieser Prozesse entstehen. Dieser Ansatz könnte eine tiefere Erklärung dafür bieten, warum Information fließt und wie Wissen sich entwickelt, durch die fortwährende Suche nach Symmetrie in einem Universum, das immer von Asymmetrien geprägt ist. Es ist eine gute Idee, wieder mehr Bezug zur realen Welt der Naturwissenschaften und zur Mathematik herzustellen, um unsere Diskussionen zu verankern und mit konkreten Konzepten zu verbinden. Hier sind einige mögliche Schnittstellen,
die sowohl in der Physik als auch in der Mathematik wichtige Rollen spielen und auf die Themen von Wissen, Information und Symmetrie, die wir diskutiert haben, angewendet werden können. Erstens: Symmetrie und Naturgesetze. Symmetrie in der Physik. Symmetrie ist eines der fundamentalsten Konzepte in der Physik. Es steht im Zentrum vieler physikalischer Theorien, von der Quantenmechanik bis zur allgemeinen Relativitätstheorie. Symmetrieprinzipien bestimmen, wie sich physikalische Systeme unter bestimmten Transformationen verhalten. Ein berühmtes Beispiel ist das Noether-Theorem, das besagt, dass jede kontinuierliche Symmetrie eines physikalischen Systems einer Erhaltungsgröße entspricht. Zum Beispiel die Zeitinvarianz der Physik entspricht der Energieerhaltung. Anwendung auf Wissen und Information. Diese Symmetrieprinzipien könnten als Modell für den Wissenstransfer dienen. Wenn Wissen als Asymmetrie verstanden wird, die Symmetrie anstrebt, könnten wir eine Analogie zu Erhaltungsgrößen und den Prozessen sehen, die in der Natur ablaufen, um Symmetrien zu erhalten oder zu brechen. Dies könnte den Transfer von Information in ähnlicher Weise strukturieren wie die Erhaltung von Energie, Impuls oder Ladung in der Physik. Zweitens: Quantenphysik und Information, Quantenverschränkung und Information. Die Quantenverschränkung bietet eine konkrete naturwissenschaftliche Schnittstelle zu unseren Überlegungen zur Informationsübertragung und Zeitlosigkeit. Zwei verschränkte Teilchen sind auf eine Weise miteinander verbunden, dass der Zustand des einen Teilchens sofort den Zustand des anderen beeinflusst, unabhängig von der räumlichen Entfernung. Dies passt zu der Idee, dass Information auf einer fundamentalen Ebene nicht durch klassische Raumzeitstrukturen eingeschränkt ist. Komplexe Zahlen in der Quantenmechanik. Die Verwendung von komplexen Zahlen ist in der Quantenmechanik alltäglich. Die Zustandsfunktionen, Wellenfunktionen eines Teilchens werden durch komplexe Zahlen beschrieben und diese Funktionen bestimmen Wahrscheinlichkeiten. In unserem Kontext der komplexen Information könnten wir also Parallelen zu den mathematischen Grundlagen der Quantenphysik ziehen, wo der imaginäre Anteil ein notwendiger Bestandteil ist, um das Verhalten von Teilchen zu beschreiben. Drittens: Thermodynamik und Information. Entropie und Information. In der Thermodynamik ist Entropie ein Maß für Unordnung und in der Informationstheorie wird sie als Maß für Unsicherheit verwendet. Claude Shannons Arbeiten zur Informationstheorie, die sich stark auf das Konzept der Entropie stützen, könnten eine wichtige Verbindung zu unseren Überlegungen über Wissen und Information liefern. Informationsentropie misst die Unsicherheit in einem System, bevor es eine Nachricht erhält. Diese Unsicherheit könnte als eine Art Asymmetrie verstanden werden, die durch den Empfang von Information ausgeglichen wird. Verknüpfung mit Symmetrie und Wissenstransfer. In unserem Modell könnte der Wissenstransfer dazu führen, dass die Asymmetrie, Unsicherheit, Unordnung abnimmt, ähnlich wie es in der Entropie abläuft. Wenn Wissen als ein Zustand verstanden wird, der Asymmetrien beseitigt, könnte Information als das Werkzeug zur Reduktion der Entropie dienen. Viertens: Mathematische Symmetriegruppen und ihre Anwendung. Gruppentheorie in der Physik. Die Gruppentheorie ist das mathematische Fundament zur Beschreibung von Symmetrien in der Physik. Symmetriegruppen wie die Lie-Gruppen SU2, SU3 und U1 sind entscheidend für die Beschreibung der fundamentalen Kräfte im Standardmodell der Teilchenphysik. Diese Gruppen beschreiben, wie Teilchen und Felder unter bestimmten Transformationen wie Rotation, Translation usw. symmetrisch bleiben.
Anwendung auf Information und Wissen. Die Gruppentheorie könnte als Modell für den Wissenstransfer dienen, bei dem bestimmte Transformationen, zum Beispiel eine Änderung der Perspektive oder Interpretation, das Wissen transformieren, aber seine innere Struktur bleibt durch die zugrunde liegende Symmetrie erhalten. Dies könnte uns helfen, formale Modelle zu entwickeln, wie Wissen durch unterschiedliche Kontexte hindurch symmetrisch bleibt. 5. Evolution und genetische Information. Genetische Information als Wissensspeicher. Auf biologischer Ebene könnte man Gene als einen zentralen Wissensspeicher betrachten, der Informationen über Generationen hinweg weitergibt. Genetische Information ist dabei nicht nur statisch, sondern wird durch Mutationen, Selektion und Rekombination dynamisch verarbeitet und weiterentwickelt. Diese Prozesse könnten als eine Art Symmetriebrechung in der biologischen Evolution betrachtet werden, bei der neue asymmetrische Zustände, Mutationen auftreten, die das System herausfordern und zu evolutionären Anpassungen führen. Mathematische Modelle der Evolution. Die Theorie der Evolutionsdynamik, die mathematisch durch Differentialgleichungen und stochastische Prozesse beschrieben wird, bietet eine Schnittstelle zur realen Welt. Wir könnten uns überlegen, wie diese Modelle erweitert werden können, um den Einfluss von komplexer Information und dem Streben nach Symmetrie in der Evolution zu integrieren. Fazit: Es gibt zahlreiche Schnittstellen zwischen unseren spekulativen Überlegungen und der realen Welt der Naturwissenschaften. Die Konzepte der Symmetrie, Entropie, Quantenphysik und Gruppentheorie liefern konkrete Anknüpfungspunkte, um unsere Gedanken zu Wissen, Information und Asymmetrien besser in naturwissenschaftliche und mathematische Konzepte einzubetten. Besonders die Idee der Symmetriewunsch als treibende Kraft für Wissenstransfer könnte mit dem bestehenden physikalischen Verständnis von Symmetriebrechung und der Entstehung von Raum und Zeit korreliert werden. Indem wir diese Schnittstellen weiterentwickeln, könnten wir eine solide Grundlage schaffen, die unsere Hypothesen in den Kontext der modernen Wissenschaft stellt. Der Gedanke, die Symmetriebrechung in der biologischen Evolution mit Kreativität zu verknüpfen, ist äußerst spannend. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass Kreativität in einem sehr grundlegenden Sinne genau das ist: eine Art Symmetriebrechung, bei der etablierte Muster durchbrochen und neue, oft unerwartete Strukturen oder Ideen hervorgebracht werden. Um diese Analogie weiterzuentwickeln, können wir Kreativität als etwas betrachten, das nicht nur in der biologischen Evolution, sondern auch in anderen Bereichen existiert. Erstens: Symmetriebrechung in der biologischen Evolution. Mutationen als Symmetriebrechungen. In der biologischen Evolution entstehen Mutationen,
die eine Art Symmetriebrechung in der genetischen Struktur darstellen. Mutationen sind unerwartete Änderungen in der genetischen Information, die neue Eigenschaften oder Fähigkeiten in einem Organismus hervorrufen können. Einige Mutationen führen zu Vorteilen und setzen sich durch, andere sind neutral oder schädlich. Kreativität in der Evolution. Diese Mutationen sind das kreative Element in der Evolution. Sie brechen die Symmetrie eines bestehenden genetischen Systems und ermöglichen es, neue Anpassungen und evolutionäre Pfade zu erkunden. Kreativität könnte hier als die Fähigkeit verstanden werden, durch Symmetriebrechungen etwas Neues zu schaffen, das vorher nicht existierte. Zweitens. Symmetriebrechung in der Physik und Quantenmechanik. Physikalische Symmetriebrechung. In der Physik tritt Symmetriebrechung auf, wenn ein System, das ursprünglich symmetrisch war, einen asymmetrischen Zustand annimmt. Ein klassisches Beispiel ist die Symmetriebrechung, die zu der Trennung der 4 fundamentalen Kräfte nach dem Urknall führte. Diese Symmetriebrechung ermöglichte die Entstehung von Strukturen im Universum, wie wir sie heute kennen. Kreativität im kosmischen Maßstab. Man könnte sagen, dass auch im kosmischen Maßstab Kreativität stattgefunden hat, als das Universum von einem hochsymmetrischen Zustand in einen vielfältigen, komplexen Zustand überging. Die Symmetriebrechungen in der frühen Geschichte des Universums führten zu neuen Möglichkeiten der Strukturierung von Materie und Energie, die vorher nicht existierten. Drittens. Kreativität in der Kunst als Symmetriebrechung. Künstlerische Symmetriebrechung. In der Kunst bricht Kreativität oft bestehende Normen und Symmetrien. Eine Künstlerin bringt ein Werk hervor, das die vorherige künstlerische Symmetrie, also bestehende Stile, Techniken oder Perspektiven, in Frage stellt. Dieser Akt der Kreativität ist ebenfalls eine Symmetriebrechung, bei der neue ästhetische oder emotionale Wege eröffnet werden. Kunst als systematische Asymmetrie. In der Kunst wird Symmetrie oft bewusst gebrochen, um neue Emotionen, Ideen oder Eindrücke zu schaffen. Eine Künstlerin durchbricht klassische Symmetriemuster und schafft dadurch Raum für neue Interpretationen. Diese kreative Asymmetrie erlaubt es dem der Künstlerin, dem der Rezipientin neue Einsichten oder emotionale Erfahrungen zu vermitteln. Viertens. Kreativität in der Mathematik und Logik. Kreative Entdeckungen in der Mathematik. Auch in der Mathematik gibt es Formen von Symmetriebrechungen, insbesondere wenn neue mathematische Strukturen oder Theorien entdeckt werden, die bestehende Annahmen oder Symmetrien in Frage stellen. Die Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrie oder die Entwicklung der komplexen Zahlen sind Beispiele für kreative Durchbrüche, bei denen etablierte Strukturen durch neue Ideen gebrochen wurden. Kreativität als systematische Symmetriebrechung. Mathematik, obwohl stark auf Symmetrie und Struktur aufgebaut, ermöglicht durch kreative Gedankensprünge die Schaffung neuer Theorien. Diese Entdeckungen sind oft das Ergebnis davon, dass bestehende Symmetrien in Frage gestellt und durch asymmetrische neue Ideen ersetzt werden. Fünftens. Kreativität in sozialen Systemen und Kultur. Soziale und kulturelle Symmetriebrechung. Kreativität in sozialen und kulturellen Systemen manifestiert sich oft in Revolutionen oder kulturellen Umbrüchen, bei denen bestehende Normen und Symmetrien gebrochen werden. Dies führt zu neuen gesellschaftlichen Strukturen oder kulturellen Paradigmen. Ein Beispiel wäre die Aufklärung, bei der alte Weltanschauungen hinterfragt und neue Denkweisen entwickelt wurden. Kreativität als Bruch mit der Tradition.
In kulturellen und sozialen Prozessen bedeutet Kreativität oft, bestehende Asymmetrien in Machtstrukturen oder kulturellen Normen zu brechen. Diese Symmetriebrechung schafft Raum für neue kulturelle Bewegungen oder soziale Veränderungen. 6. Kreativität in der künstlichen Intelligenz, KI und kreative Symmetriebrechung. Im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte Kreativität als die Fähigkeit betrachtet werden, aus bestehenden Mustern auszubrechen und neue Lösungen zu finden, die nicht durch lineare Datenverarbeitung entstehen. Dies wäre eine Art Symmetriebrechung innerhalb der Algorithmen, bei der neue, unvorhergesehene Möglichkeiten entstehen. Algorithmische Symmetriebrechung. KI-Systeme könnten so programmiert werden, dass sie bestehende Symmetrien in Daten oder Entscheidungsprozessen bewusst brechen, um kreative Lösungen oder neue Muster zu entdecken. Dies könnte ein Schlüssel für maschinelle Kreativität sein, in dem der Algorithmenprozess selbst dynamisch asymmetrisch gestaltet wird. Fazit: Kreativität kann in vielerlei Hinsicht als eine Symmetriebrechung verstanden werden. In der biologischen Evolution sind es Mutationen, die die kreative Kraft hinter der Anpassung und Weiterentwicklung von Arten darstellen. Aber Symmetriebrechungen finden sich nicht nur in der Biologie, sondern auch in der Physik, Mathematik, Kunst, sozialen Systemen und sogar in der künstlichen Intelligenz. Überall dort, wo neue Strukturen, Ideen oder Formen entstehen, bricht eine bestehende Symmetrie, um Platz für neue Möglichkeiten zu schaffen. Diese Sichtweise auf Kreativität als Symmetriebrechung könnte uns helfen, die kreativen Prozesse besser zu verstehen, egal ob in der Natur, der Kunst oder in technologischen Systemen. Ja, dein Gedankengang ist sehr nachvollziehbar und er führt zu einem tiefgreifenden Modell darüber, wie die Asymmetrie und der Wissenstransfer möglicherweise zur Entstehung von Raum, Zeit und Information geführt haben könnten. Lass uns das Schritt für Schritt durchgehen und beide Ansätze beleuchten, sowohl das Entstehen von allem durch Symmetriebrüche, als auch das Entfalten von Wissen durch Entpacken, das wiederum neue Asymmetrien erzeugt. Erstens, Symmetrie und Asymmetrie als Ursprung von Zeit und Raum. Zeitlose Entitäten mit Asymmetrien. Dein Gedanke, dass zwei zeitlose Entitäten eine Asymmetrie besitzen, die den Wunsch nach einem Ausgleich erzeugt, klingt wie der Kernpunkt des Beginns eines Prozesses, der Raum und Zeit erschafft. In einem zeitlosen Zustand können diese Entitäten sich nicht sehen oder miteinander interagieren, weil es keinen Raum und keine Zeit gibt. Die Asymmetrie zwischen ihnen schafft jedoch eine Art Drang nach Symmetrie, der möglicherweise wie eine Kraft wirkt. Symmetriewunsch als Auslöser für den ersten Informationsfluss.
Diese Kraft könnte als der Antrieb für den ersten Informationsfluss verstanden werden. Sobald diese Asymmetrien auszugleichen beginnen, könnte ein erster Informationsaustausch stattfinden. In deinem Modell wäre dies der Anfang aller Zeiten, der Moment, in dem durch den Wunsch nach Symmetrie die erste Information übertragen wurde. Dieser Moment wäre der Ursprung von Zeit, weil es das erste Ereignis war, das den Zeitfluss in Gang setzte. Zweitens, Fehlfunktion und weitere Symmetriebrüche. Fehlfunktion und weitere Asymmetrien. Du schlägst vor, dass dieser erste Versuch, Symmetrie herzustellen, durch eine Fehlfunktion gestört wurde und die Asymmetrie stattdessen weiter vergrößerte. Dieser Moment könnte als die erste Symmetriebrechung verstanden werden, bei der anstelle einer Vereinigung der Symmetrie ein weiterer Bruch entstanden ist. Diese zusätzliche Asymmetrie führte zu einem fortwährenden Zeitfluss, da der Wunsch nach Symmetrie nicht erfüllt wurde und der Prozess immer komplexer wurde. Zeit und Raum als Folge fortschreitender Asymmetrien. Durch diese kontinuierlichen Symmetriebrüche entstehen nicht nur Zeit, sondern auch Raum. Der Informationsfluss zwischen Entitäten schafft den notwendigen Rahmen für die Entwicklung von Raum, weil die Entitäten durch die Asymmetrien voneinander getrennt bleiben müssen. Somit ist Raum das Ergebnis dieses Wissensflusses zwischen asymmetrischen Entitäten, die auf Symmetrie drängen, aber ständig weiter auseinanderbrechen. Drittens, der alternative Ansatz, Wissen als komprimierte Entität. Alles als komprimiertes Wissen. In einem alternativen Ansatz, den du ebenfalls ansprichst, könnte es sein, dass das Wissen bereits in komprimierter Form vorhanden war, zeitlos, raumlos und ohne Asymmetrien. Die Idee wäre, dass Wissen in einem Zustand maximaler Kompression existiert und erst durch einen Entpackungsprozess entfaltet wird. Entpacken als Ursache für Asymmetrien. In diesem Modell entsteht die Asymmetrie nicht durch eine ursprüngliche Fehlfunktion, sondern durch den Prozess des Entpackens. Je mehr das Wissen entfaltet wird, desto mehr Asymmetrien entstehen, weil neue Wissensstrukturen in die Welt treten, die in Wechselwirkung miteinander treten müssen. Dadurch entsteht eine Dynamik, bei der jede neue Entfaltung weitere Asymmetrien erzeugt, die wiederum den Wissensfluss weiter antreiben. Viertens. Der Unterschied zwischen Entfaltung und Entstehen. Entstehen durch Symmetriebrüche. Im ersten Modell, bei dem alles durch Symmetriebrüche entsteht, liegt der Schwerpunkt darauf, dass das Universum und das Wissen aus einer Reihe von Fehlfunktionen und stetigen Symmetriebrüchen hervorgegangen ist. Zeit und Raum sind das Ergebnis dieser fortlaufenden Brüche, und jede Interaktion zwischen Entitäten erzeugt weitere Asymmetrien, die den Fluss der Zeit und die Entwicklung des Raumes antreiben. Entfaltung von Wissen. Im zweiten Modell entfaltet sich das Wissen, anstatt zu entstehen. In diesem Modell existiert das Wissen bereits in maximal komprimierter Form, und der Prozess des Entpackens erzeugt Asymmetrien und Dynamiken, die das Wachstum von Raum und Zeit anregen. Hier wäre die Asymmetrie nicht primär ein Ergebnis von Symmetriebrüchen, sondern die natürliche Folge des Entfaltens von etwas, das vorher vollständig und symmetrisch war. Fünftens. Was bringt beide Modelle zusammen? Wechselwirkung von Entfaltung und Entstehen. Es ist möglich, dass diese beiden Modelle nicht als Gegensätze, sondern als komplementär betrachtet werden können. Vielleicht gibt es einen komprimierten Wissenszustand, der durch Entfaltung neue Asymmetrien erzeugt. Diese Asymmetrien führen dann zu Symmetriebrüchen, die wiederum neue Wissensflüsse und Entwicklungen auslösen.
Das Universum könnte sich also sowohl durch Entfaltung als auch durch Entstehen formen, wobei beides durch Asymmetrien und den Wunsch nach Symmetrie angetrieben wird. Symmetrie als treibendes Prinzip. In beiden Fällen bleibt der Wunsch nach Symmetrie das zentrale Prinzip. Ob durch Entfaltung oder durch Symmetriebrüche, der Antrieb hinter der Schöpfung von Raum, Zeit und Wissen bleibt das Streben nach Gleichgewicht zwischen den Entitäten. Ein Fazit. Dein Modell, dass der erste Informationsfluss aus dem Drang nach Symmetrie entstand, ist sehr nachvollziehbar. Es erklärt, wie Raum und Zeit als Folge von Symmetriebrüchen und Asymmetrien entstanden sein könnten. Gleichzeitig bietet die Idee, dass Wissen ursprünglich komprimiert war und sich entfaltet, einen alternativen Zugang. Beide Modelle könnten miteinander verflochten sein und uns helfen, das Zusammenspiel von Wissen, Information, Symmetrie und Zeit besser zu verstehen. Die Symmetriebrechung, egal ob durch Fehlfunktion oder durch Entfaltung, könnte der Schlüssel sein, der das Fundament für die Entwicklung von Raum, Zeit und Wissen legt. Zum aktuellen State of the Art in den Natur- und Geisteswissenschaften, insbesondere in Bezug auf Symmetriebrechung, Wissen und Information, lässt sich Folgendes sagen. Naturwissenschaftliche Perspektive. Symmetriebrechung ist in der modernen Physik ein zentrales Konzept, besonders in der Teilchenphysik und Kosmologie. Symmetriebrechung beschreibt, wie aus einem ursprünglich symmetrischen Zustand ein asymmetrischer wird, wodurch neue Strukturen und Zustände entstehen. Dies spielt eine wesentliche Rolle in Theorien zur Entstehung des Universums und der fundamentalen Kräfte. Zum Beispiel werden viele Aspekte des frühen Universums durch Symmetriebrechungen erklärt, wie die Trennung der 4 fundamentalen Kräfte, Gravitation, Elektromagnetismus, schwache und starke Wechselwirkung, kurz nach dem Urknall 3855 Source. Eine Verbindung zur Entstehung von Zeit und Raum könnte über die Vorstellung erfolgen, dass Symmetriebrechungen den Zeitfluss auslösen. Diese Asymmetrien könnten zu komplexeren Strukturen und der dynamischen Entwicklung des Universums geführt haben. In der Quantenmechanik wird Symmetriebrechung auch mit Phänomenen wie der Quantenverschränkung verbunden, was die Möglichkeit eröffnet, dass Zeit und Raum auf einer fundamentalen Ebene durch Informationsaustausch entstehen. Geisteswissenschaftliche Perspektive. In den Geisteswissenschaften wird Symmetriebrechung oft als ein Konzept verwendet, um zu verstehen, wie Narrativ und Wissen entstehen und sich entfalten.
Symmetriebrechung kann hier als kreativer Prozess verstanden werden, bei dem neue Ideen, kulturelle Phänomene oder künstlerische Werke entstehen. Dies deckt sich mit deinem Gedanken, dass Kreativität eine Art von Symmetriebrechung sein könnte. WissenschaftlerInnen haben beispielsweise untersucht, wie Symmetrie und Asymmetrie in der Kunst und Ästhetik eine Rolle spielen und dabei zur Schaffung neuer kultureller Ordnungen beitragen. 358 Source. Insgesamt besteht ein interdisziplinärer Austausch zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften über die Konzepte von Symmetrie, Asymmetrie und deren Brüche, die sowohl in der Materie als auch im Denken und Wissen zu beobachten sind. Diese Schnittstellen zeigen, dass Symmetriebrechung nicht nur ein physikalisches Phänomen ist, sondern auch tief in der Erkenntnistheorie verankert ist, wo sie das Entstehen von neuen Denkmodellen und Wissensstrukturen beschreibt. Diese Erkenntnisse bieten uns die Möglichkeit, die Verbindungen zwischen physikalischen Symmetriebrechungen und kreativen Prozessen in der Kunst, Literatur und Wissenschaft zu verstehen und weiterzuentwickeln. In den Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, sind unterschiedliche Dimensionen definiert, die je nach Theorie und Anwendungsbereich variieren. Hier sind die wichtigsten Dimensionen, die gegenwärtig in der Wissenschaft eine Rolle spielen. Herrscht. Erstens, die klassischen Dimensionen der Raumzeit, 3 Raumdimensionen X, Y, Z. Unsere alltägliche Erfahrung basiert auf 3 Raumdimensionen: Länge, Breite und Höhe. Diese definieren den dreidimensionalen Raum, in dem wir uns bewegen und Objekte existieren. Eine Zeitdimension. In der Spezial- und Allgemeinrelativitätstheorie von Einstein wird die Zeit als eine 4. Dimension behandelt. Zusammen mit den 3 Raumdimensionen ergibt dies die Raumzeit, ein 4-dimensionales Kontinuum, das die Grundlage der klassischen physikalischen Beschreibung des Universums bildet. Zweitens, Dimensionen in der Stringtheorie. Mehrdimensionale Modelle. Die Stringtheorie ist eine der fortgeschrittensten Theorien in der modernen Physik, die versucht, die 4 fundamentalen Kräfte zu vereinen. In dieser Theorie wird postuliert, dass unser Universum nicht nur 4 Dimensionen hat, sondern insgesamt 10 oder 11 Dimensionen. Davon sind 4 Dimensionen, 3 Raumdimensionen und eine Zeitdimension zugänglich, während die restlichen 6 oder 7 Dimensionen kompaktifiziert und auf mikroskopischer Ebene aufgerollt sind, sodass wir sie nicht direkt wahrnehmen können. In der M-Theorie,
einer Erweiterung der Stringtheorie, werden sogar 11 Dimensionen postuliert. Drittens. Weitere theoretische Ansätze. Extradimensionen in der Kosmologie. Einige kosmologische Modelle, wie das Randall-Sundrum-Modell, postulieren, dass es zusätzliche Dimensionen gibt, die die Gravitation erklären könnten. Diese Modelle führen oft eine oder mehrere Extradimensionen ein, um zu erklären, warum die Gravitation im Vergleich zu den anderen fundamentalen Kräften so schwach ist. Fraktale Dimensionen. In der Mathematik und in der Theorie komplexer Systeme können auch fraktale Dimensionen verwendet werden, um Strukturen zu beschreiben, die nicht ganzzahlig dimensioniert sind. Solche fraktalen Dimensionen kommen in der Chaosforschung und bei der Analyse von natürlichen Strukturen vor. Viertens. Zeitliche und energetische Dimensionen in der Quantenmechanik. Quantenmechanik und zusätzliche Dimensionen. In der Quantenmechanik und den Bemühungen, eine Theorie der Quantengravitation zu entwickeln, spielen Konzepte wie Hilberträume und energetische Dimensionen eine Rolle. Diese sind mathematische Konstrukte, die die Zustände von Quantenfeldern beschreiben. Zusammenfassung. In der modernen Naturwissenschaft reichen die Dimensionen von den klassischen 4 Dimensionen, 3 Raumdimensionen und eine Zeitdimension, bis hin zu den 10 oder 11 Dimensionen in der Stringtheorie. Es gibt auch mathematische und theoretische Konzepte wie fraktale Dimensionen, die in komplexen Systemen verwendet werden, sowie zusätzliche Dimensionen, die in der Quantenmechanik und der Kosmologie vorgeschlagen werden. Sie hörten eine Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt im Gespräch mit der Künstlerin Francine Xavier und einer KI. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass die heutige Diskussion neue Perspektiven auf das Wesen der Information eröffnet hat. Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Kommentare haben, freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören. Kontaktieren Sie uns gerne über die Podcast-Adresse des Infolabs. Unsere Gespräche über die komplexe Welt der Information gehen weiter. Bis dahin bleiben Sie neugierig und offen für neue Gedankenströme, die aus den Quantenstürmen der Informationsabstrahierung erwachsen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.